Mein Name ist Roland Schmechel, ich leite das Fachgebiet Nanostrukturtechnik. Wir beschäftigen uns mit der Herstellung und auch der elektrotechnischen Anwendung von nanoskaligen Materialien. Nanoskalige Materialien, das sind Materialien, die eine Strukturgröße haben, typischerweise unterhalb von 100 Nanometern. Das bedeutet, sie sind signifikant kleiner als die Wellenlänge des sichtbaren Lichtes. Sie sind auch deutlich kleiner als die Struktur üblicher mikrokristalliner Materialien, aber es sind trotzdem Strukturgrößen, die noch deutlich größer sind als die von Atomen. Das ist interessant, weil genau auf dieser Größenskala spielen sich eine ganze Reihe an physikalischen Phänomenen ab, die auch für die Elektrotechnik sehr von großem Interesse sind. Auf dieser Skala wird festgelegt, wie zum Beispiel die Wärmeleiteigenschaften von Materialien sind, wie zum Beispiel die elektrische Leitfähigkeit ist, zum Beispiel die freie Weglänge von Ladungsträgern in einem Metall liegt typischerweise im Bereich von einigen 10 Nanometern. Viele elektrochemische Energietransferprozesse, wie sie in Solarzellen, aber auch in Batterien ablaufen, spielen typischerweise auf einer solchen Nanometerskala eine Rolle oder laufen auf einer solchen Skala ab. Und damit ist relativ klar, dass wenn wir Strukturen in dieser Größenordnung beherrschen, beherrschen wir auch Eigenschaften, wichtige Eigenschaften von Materialien. Die Forschungsaktivitäten in diesem Fachgebiet untergliedern sich in unterschiedliche Bereiche. Ich habe ihn ja am Anfang motiviert, dass das Thema wissenschaftlich sehr breit und sehr interessant ist. Diese Bereiche werden zum Teil auch mehr oder weniger eigenständig durch Juniorprofessoren oder APFL-Professoren geführt. Wir haben da einen Forschungsbereich, da geht es um die Synthese von Nanomaterialien. Dieser Bereich wird geleitet vom APL-Professor Kreuz. Da geht es in erster Linie darum, wie man Nanomaterialien aus der Gasphase herstellen kann. Das heißt, dort ist es vor allem wichtig, dass man aerodynamische Gesetzmäßigkeiten kombiniert, auch mit elektrischen Gesetzmäßigkeiten und versucht sozusagen aus den einzelnen Atomen in der Gasphase direkt den Entstehungsprozess von Materialien zu beeinflussen und damit natürlich auch das Bilden von entsprechenden Nanostrukturen zu realisieren. Dann gibt es weitere Forschungsaktivitäten, die sich mehr konzentrieren auf die Frage, wie ist denn jetzt die elektrotechnische Anwendung solcher Materialien? Und da geht es bei uns zum Beispiel um das Gebiet Thermoelektrik und um das Gebiet Photovoltaik. Beides sind Bereiche, wo entsprechende Energietransfermechanismen auf der Nanoskala abspielen und das ist natürlich dann gerade für Nanomaterialien extrem prädestiniert. Und ein weiteres Bereich bei uns in der Forschung ist die sogenannte druckbare Elektronik. Da geht es vor allem um druckbare Materialien für informationstechnische Systeme. Auch da spielen Nanomaterialien eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das wird zurzeit geleitet vom Junior Professor Benson, den Sie gleich noch selber persönlich kennenlernen werden. Hallo, mein Name ist Nils Benson. Ich bin Professor für druckbare Materialien für signalverarbeitende Systeme. Und meine Gruppe ist an der Nanostrukturtechnik und der digitalen Signalverarbeitung als Brückenprofessur angesiedelt. Die Forschungsaktivitäten in meiner Gruppe sind recht vielfältig. Der kleinste gemeinsame Nenner für diese Aktivitäten sind ungeordnete Materialien, die wir als aktives Material in den unterschiedlichsten Komponenten einsetzen oder Bauteilen. Diese können beispielsweise aus dem Energietechnikbereich kommen, zum Beispiel für Batterien, Lithium-Ionen-Batterien, um genauer zu sein, Solarzellen im Bereich der Perovskit-Solarzellen. Darüber hinaus arbeiten wir an druckbarer Elektronik. Hier geht es im Wesentlichen um druckbare und mechanisch flexible Funketiketten und zum anderen auch einzelne Bauteile wie organische lichtemittierende Dioden. Ein letzter Aspekt, der in meiner Gruppe behandelt wird, ist additive Fertigung für Terahertz-Komponenten bzw. für Terahertz-Lokalisierungsanwendungen. Hier verarbeiten wir im Wesentlichen Keramikkomponenten, um daraus Resonatorstrukturen zu bauen. Die Studenten im ersten Semester, die Elektrotechnik studieren, die werden mich gleich begrüßen können in einer Vorlesung, die nennt sich Experimentalelektrotechnik.
Des Weiteren möchte ich auch darauf aufmerksam machen, dass der Erstsemester-Workshop organisiert wird vom Professor Kreuß von diesem Lehrstuhl. Die Studenten des internationalen Studiengangs, die haben mich auch gleich im ersten Semester in einer Grundlagenvorlesung Elektrotechnik Network Analysis und gefolgt im zweiten Semester von der Vorlesung Static and Stationary Fields. Und die Nanostudenten, die muss ich dann ein bisschen vertrösten auf das 5. Semester, weil da halte ich die Vorlesung elektrische Messtechnik. Meiner Meinung nach ein ganz wichtiges Fach. Sie werden sehen, wo Sie hinkommen. Überall stehen elektrische Messgeräte und von einem Ingenieur und auch einem Wissenschaftler erwarte ich, dass ein Messgerät keine Blackbox ist. In den höheren Semestern, in den Masterveranstaltungen bekommen Sie dann von mir auch Vorlesungen, die dann wesentlich forschungsorientierter sind. Da geht es vor allem bei mir um Vertiefungsvorlesungen im Bereich organische Elektronik und Optoelektronik, Thermoelektrik und auch über Selbstassemblierungsprozesse zur Nanostrukturierung. In der Lehre bin ich im Bachelor sowohl als auch im Master aktiv. Im Bachelor decke ich die Measurement Technology Vorlesung ab, sowie als auch das Basispraktikum. Vor allem das Basispraktikum soll Ihnen ja, so ein bisschen Gefühl für die praktische Seite Ihres Studiums vermitteln. Und im Master, wenn Sie wollen, sehen Sie mich dann in der Photovoltaik 1 Vorlesung wieder. Ein Aspekt, der mir noch sehr wichtig ist, dass, wenn Sie sich später mal im Laufe Ihres Studiums für Ihre Abschlussarbeiten in der Nanostrukturtechnik oder in der digitalen Signalverarbeitung entscheiden, dann können Sie sicher sein, dass Sie immer in aktuelle Forschungsthemen eingebunden werden und potenziell eben auch die Möglichkeit bekommen, unser internationales Forschungsnetzwerk auszunutzen. Danke. Herzlich willkommen an der Universität Duisburg-Essen. Wir wünschen Ihnen einen guten Start und ich hoffe, Sie finden hier ein neues Zuhause.